Hi, ich zeige dir, wie du aus 2-Euro-Scheinen ein Kleeblatt falten kannst, zum Beispiel als Geldgeschenkidee zur Hochzeit oder zum Geburtstag. Lege dafür deinen ersten Euroschein so herum vor dich hin und falte dann die lange Kante auf die lange Kante. Das Kleeblatt lässt sich übrigens aus jedem beliebigen Euroschein falten. Es muss kein Fünfer sein. Ziehe immer alle Faltkanten mit den Fingernägeln nach, damit dein Origami-Kleeblatt richtig schön wird. Mit dieser Faltung haben wir eine lange Hilfslinie erstellt. Öffne sie wieder. Und nun faltest du die kurze Kante auf die kurze Kante deines Geldscheins. Falls dir das Falten zu schnell oder langsam geht, kannst du jederzeit im YouTube-Player die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Mit dieser Faltung haben wir eine kurze Hilfslinie in der Mitte erstellt. Öffne auch sie wieder und falte diese kurze Kante zur neuen Hilfslinie in der Mitte. Falls du eine echte Tastatur vor dir hast, kannst du übrigens mit der Leertaste jederzeit das Tutorial anhalten und fortsetzen. Und auch die andere kurze Kante faltest du zur Hilfslinie in der Mitte des Scheins. Das werden jetzt die letzten beiden Hilfslinien. Die Faltungen danach bleiben bestehen. Versprochen. Öffne nun also zum letzten Mal deine Faltungen. Danach faltest du diese kurze Kante zu dieser neuen Hilfslinie. Ich drehe mir dafür den Geldschein, dann sehe ich es besser. Und die gleiche Faltung wiederholst du auf der anderen Seite des Scheins. Also einfach diese Kante zu dieser Hilfslinie falten. Ich habe dir in der Videobeschreibung Kapitelmarker erstellt, sodass du bei Bedarf die einzelnen Faltschritte ganz einfach finden und hinspringen kannst. Danach drehst du deinen Euroschein so herum. Und nun faltest du die untere Hälfte dieser kurzen Kante zur langen Hilfslinie in der Mitte des Geldscheins. Dadurch entsteht das erste von insgesamt 4 Dreiecken. Ich finde es toll, dass du noch dabei bist. Du hast schon ein gutes Stück vom Kleeblatt fertig gefaltet. Nun faltest du die zweite Hälfte der kurzen Kante zur Mittellinie. Die 2 Dreiecke sollten möglichst exakt zusammenpassen. Falls nötig, kannst du sie, so wie ich, noch etwas korrigieren. Und dann wiederholst du das Ganze auf der anderen Seite. Also wieder von der kurzen Kante die untere Hälfte zur Mittellinie falten, sodass das dritte Dreieck entsteht. Und zuletzt noch den Rest der Kante zur Mittellinie falten. Nachdem du alle Faltkanten nochmal gut festgezogen hast, drehst du deinen Euroschein so herum. Und nun faltest du die Spitze dieses Dreiecks zur kurzen Faltkante in der Mitte. Und du ahnst es sicher schon. Auch die gegenüberliegende Spitze wird zur Mitte des Scheins gefaltet. So sollte dein Geldschein jetzt aussehen. Als nächstes drehst du ihn so herum und dann drehst du ihn am besten so zu dir. Nun fährst du mit dem Finger hier unter die obere Lage und stellst dabei eine Art spitze Tasche auf. Die Spitze drückst du mit ihrer Mittellinie auf die darunter liegende Kante, sodass ein kleines Dreieck entsteht. Du siehst die Faltung gleich noch einmal hier drüben. Also mit dem Finger unter die obere Lage fahren, die Spitze aufstellen und dann ihre mittlere Faltkante auf die darunter liegende Kante drücken. Danach soll es so aussehen, als ob sich 2 Pfeilspitzen in der Mitte treffen. Das waren die schwierigsten Faltungen. Die wiederholen wir jetzt noch auf der anderen Seite und dann wird es wieder super einfach. Mit dem Finger zwischen die Lagen fahren, die Spitze aufstellen und dann zu einem Dreieck flach drücken. Und ein letztes Mal mit diesem Euroschein. Die Spitze aufstellen und mittig auf die darunter liegende Kante drücken. Nun fehlen nur noch ein paar Feinheiten. Falte diese linke kurze Kante zu der Kante, auf die du die Spitze flach gedrückt hast. Dadurch entsteht ein winziges Dreieck. Diese Faltung wiederholst du jetzt noch mit den verbleibenden 3 Ecken. Danach kommen nur noch 6 ganz einfache Faltungen und dann ist die erste Hälfte des Kleeblatts fertig. Schreib mir übrigens gern in die Kommentare, zu welchem Anlass du dieses Origami-Kleeblatt aus Euroscheinen faltest. Ich bin schon gespannt.
Ich persönlich finde ja, dass das eine schöne Geldgeschenkidee zur Hochzeit ist. Geld und Glück kann das Brautpaar schließlich beides gut gebrauchen. Ich halte mal den Geldschein näher an die Kamera. Falte nun diese Spitzen ebenfalls zu der Kante, die wir jetzt schon ein paar Mal benutzt haben. Wie du dir sicher schon denken kannst, machen wir das mit allen 4 dieser Spitzen, sodass wir 4 winzige Dreiecke erhalten. Wir machen das aber natürlich nicht wegen der Dreiecke, sondern damit die gefalteten Kleeblätter eine richtig schöne Herzform bekommen. Die kannst du jetzt dann auch gleich endlich sehen. Nur noch hier drüben schnell die 2 Spitzen umfalten und dann sind sie auf der anderen Seite des Geldscheins sichtbar. Mit 2 ganz einfachen Faltungen machen wir den Euroschein jetzt noch schmäler. Dafür lege ich ihn zurück auf den Tisch. Und dann faltest du diese Kante zur Hilfslinie in der Mitte des Scheins. Wenn dir meine Anleitung gefällt, dann gib ihr bitte einen Daumen hoch oder lass mir sogar ein kleines Trinkgeld über die Super-Thanks-Funktion da. Vielen Dank. Dann den Geldschein noch so herumdrehen und auf der anderen Seite die gleiche Faltung wiederholen. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Du hast den ersten von 2 Teilen für das Kleeblatt fertig gefaltet. Wiederhole jetzt diese Faltungen noch mit deinem zweiten Euroschein und dann setzen wir die 2 Teile noch schnell zusammen. Nimm dir nun beide gefalteten Euroscheine in die Hand. Den vorderen im Hochformat, den anderen dahinter im Querformat. Dann klappst du vom hinteren Schein die eine Herzspitze so hoch und steckst den mittleren Teil des vorderen Scheins bis zum Anschlag unter die hochgeklappte Herzspitze. Das gleiche auf der anderen Seite. Dieser mittlere Teil des vorderen Scheins wird komplett unter die Herzspitze des hinteren Geldscheins gesteckt. Fertig. Das hält das Kleeblatt aus Euroscheinen perfekt zusammen, ganz ohne Kleber. Wenn dir solche Geldgeschenkideen gefallen, dann abonniere gern gratis meinen Kanal. Ciao.